Ja, moin zusammen. Wir machen heute mal ein ganz anderes Video. Wir stehen hier immer noch in Montenegro am Strand und haben seit Tagen irgendwie Regen und das hört irgendwie nicht auf. Von daher, falls ihr jetzt hier im Ton dann noch so ein bisschen das Geprassel des Regens hört, der auf unser Dach niedergeht. Das geht seit 8 Tagen so. Genau, da müssen wir jetzt halt leider irgendwie mit leben. Genau. Ja, wir wollen euch heute einfach mal vorstellen, was für Kosten wir so jetzt im ersten Monat des Reisens haben. Das ist so von der Erwartung her so gewesen, dass im ersten Monat das teurer wird als jetzt in den folgenden Monaten, bis man sich dann so eingegroovt hat. Und wir wollten halt einfach euch mal so mitteilen, was kostet eigentlich so der erste Monat im Reisen. Und haben das dann entsprechend einmal aufgebrochen in verschiedene Teile. Also einmal eben halt, was es den LKW angeht, das Fahren mit dem LKW, dann was so quasi so Lebenshaltungskosten sind und was noch so übrige Kosten sind, die man dann fürs Reisen braucht. Ja, fangen wir mal an mit dem Diesel. Genau, das ist so der größte Punkt. Kann sich wahrscheinlich auch jeder vorstellen, der mit so einem LKW fährt. Diesel wird einfach die größte Ausgabe sein auf der ganzen Reise. Das hatten wir uns vorher schon so gedacht. Als wir dann das Ganze geplant hatten, in 2019 war das, glaube ich, da hatte der Dieselpreis um die 1,02 Euro gehabt. Damit haben wir gerechnet. Jetzt ist es das Doppelte und ja, schlägt sich natürlich auch aufs Budget nieder. Ist uns auch irgendwie klar gewesen, als wir losgefahren sind, okay, das Ganze wird irgendwie teurer werden. Aber trotzdem bin ich doch recht überrascht, wo wir da jetzt gelandet sind. Finde ich auch. Also wir haben für den November an Diesel 742 Euro bezahlt. Und ich finde, für diese gesamte Strecke, also wir sind in Tschechien gestartet, durch die Slowakei, durch Ungarn, durch ganz Kroatien und jetzt sind wir seit ein paar Tagen in Montenegro und dort haben wir erst wieder getankt. Also ich finde, für diese ganze Strecke, finde ich, mit einem LKW zu reisen für 742 Euro, finde ich okay. Genau. Also wenn man sich das Ganze mal so überlegt, wenn man jetzt mit dem Flugzeug irgendwie, keine Ahnung, nach Kroatien fliegen würde, was kostet jetzt so ein Flug für eine Person? Wir sind hier nur zu zweit. Ja. Dann kommt man, glaube ich, mindestens auf dieselbe Summe, ne, für 2 Personen. Klar, man kann das jetzt so 1:1 nicht rechnen, weil da kommt ja noch ein bisschen mehr dazu. Da ist ja auch noch ein bisschen Verschleiß am LKW und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich finde ich das überraschend. Ja. Und wenig, ne? Also in Anführungsstrichen. Finde ich auch. Also zumal wir halt auch sehr teuer getankt haben. Also zuletzt in Kroatien für 1,87 Euro, was halt klar zu Deutschland günstiger ist, aber schon recht teuer. Wir gehen jetzt auch davon aus, dass der nächste Monat, dass der Dezember günstiger wird, weil wir hier jetzt schon in Montenegro für 1,50 Euro tanken konnten. Also das wird günstiger auf jeden Fall werden. Wir wollen dann durch Albanien und durch Griechenland mit den günstigen Diesel dann auch durchfahren, weil ab der Türkei und dann Georgien wird es halt dann auch wieder günstiger werden. Ja, wobei wir da mal sehen müssen, wir werden dann ja, wenn wir in Griechenland sind, ein bisschen in Griechenland bleiben. Ja. Und dann sind wir natürlich wieder so eher auf dem europäischen, westlichen Level des Dieselpreises. Der nächste Punkt auf unserer Liste ist Motoröl. Das braucht der LKW ab und zu mal. Wir sind ja dann auch sehr bergig unterwegs gewesen und da hat er jetzt 1 Liter Diesel im November gebraucht. Veranschlagen wir einfach mal mit 7 Euro. Für den Liter. Das ist halt so ein ganz normales 15B40 mineralisches Öl. Das ist jetzt nicht so teuer, der Liter. Sollte man aber auch trotzdem auf dem Zettel haben, ne? Dass genau. Man das mal ab und zu mal nachgießen muss. Genau. Ja. Das nächste ist dann die Maut. Wir haben jetzt nicht so viel Maut bezahlt, wir sind hauptsächlich Landstraße gefahren. Wir sind nur in Ungarn komplett durchgefahren über Mautstraßen, weil wir relativ schnell dann Richtung Kroatien wollten. Und in Kroatien haben wir nochmal irgendwie eine kurze Strecke mit Maut gehabt. Ja, ansonsten sind wir nur Landstraßen gefahren und deshalb auch der geringe Preis. 30 Euro haben wir im November für Maut bezahlt. Dann Wasser, Abwasser, also da muss man ja halt schon auch was mit einkalkulieren. Also sei es denn, wenn man jetzt auf dem Campingplatz übernachtet, dann wären da ja auch Gebühren drin. Oder wenn man halt so an den Campingplatz fährt oder einen Spot, wo man Wasser tanken kann, muss man dann ja meist auch was bezahlen. Und wir mussten in dem Monat ja nur einmal entleeren und Wasser wieder auftanken. Und da sind wir dann bei 5 Euro gelandet. Ja. Dann haben wir noch LPG. Normalerweise kochen wir ja mit Strom, aber
dieser Monat, der November, hat halt das nicht zugelassen. Aufgrund der Witterungsbedingungen wird auch wahrscheinlich im Dezember so sein, dass wir mit Strom komplett kochen können. Wir haben keinen Ladebooster, der während der Fahrt halt lädt, sodass wir halt auf eine andere Kochquelle angewiesen sind. Und selbst das würde ja nur helfen, solange man fährt. Wenn man jetzt so, Genau. wie wir gerade, ich glaube, wir sind jetzt eine Woche ungefähr hier an dem Strand, Ja. dann wird es dann irgendwann auch eng. Und den Motor dafür anwerfen, nur damit wir dann die Batterien laden können, das würde ich nicht machen wollen. So, deswegen ist das eigentlich eine gute Alternative mit dem Gas auch. Die Flasche, die wir haben, ist eine LPG-Flasche mit einem Füllstopp. Das heißt, die kann man auch an der Tankstelle gefahrenlos auftanken lassen. Also das finde ich auch etwas, also ich finde es irgendwie interessant. Also ich glaube, das ist ab Tschechien so gewesen. Tschechien. Dass es dort Tankwarte gibt, die einem dann letztendlich den Wagen bzw. die Gasflasche voll tanken. Also das macht man dann nicht mehr selber. So, und da haben wir halt eine entsprechende Flasche dafür und halt auch die Adapter, sodass wir auch hier in der Tschechischen Republik oder in Montenegro entsprechend dann mit LPG die Flasche füllen können. Genau, das hat uns gekostet, einmal auftanken, die Flasche, das waren irgendwie 5 Euro. Genau, wenn euch diese Flasche interessiert und die Adapter, wir haben da auch Links in der Videobeschreibung, könnt ihr mal raufgucken. Bei so einer Reise mit dem Expeditionsmobil, klar, man muss vielleicht auch mal auf den Campingplatz und man muss auch mal Geld bezahlen fürs Parken und Fähren. Hatten wir in diesem Monat jetzt noch nicht gehabt. Also für Campingplätze und Parken haben wir 0 Euro bezahlt. Genau. Das wird nochmal anders kommen, sicherlich. Irgendwann müssen wir auch mal auf dem Campingplatz. Aber halt im November waren wir auf keinem gewesen. Genau, also ich würde das so dem Vorteil auch zuschreiben, dass wir jetzt in einer Nebensaison unterwegs sind und halt auch die Möglichkeiten einerseits haben, frei zu stehen. Andererseits aber halt auch, dass natürlich Campingplätze häufig nicht mehr so geöffnet haben. Also die meisten Campingplätze haben einfach zu und dann hat man oftmals auch gar nicht die Wahl, ob man sich jetzt auf den Campingplatz stellen kann oder nicht. Ja. So. Aber ist ja eigentlich nicht schlecht. Also für 0 Euro. Genau. Ich auch. Dann, was haben wir noch? Dann kommt die Kfz-Steuer. Runtergebrochen auf einen Monat zahlen wir 16 Euro. Und wir haben eine Haftpflicht- und Teilkasko für den LKW. Und für diese Kfz-Versicherung bezahlen wir auf den Monat gesehen 35 Euro. Wenn euch das Thema so Zulassung und Versicherung interessiert und ihr noch ein bisschen nachlesen wollt, schaut mal in der Videobeschreibung. Wir haben einen Artikel geschrieben auf unserer Internetseite. Da informieren wir noch mehr über diese Themen. Genau. Dann hätten wir diesen Kostenblock. Reparaturen und Wartung. Diesen Monat 0 Kosten. Genau. Also keine Reparaturen, keine Wartung. Tatsächlich, genau. Also Reparaturen hatten wir nur nicht so erwartet. Und Wartung ist, dadurch, dass es jetzt natürlich der Anfang der Reise ist, natürlich jetzt noch nicht so groß Wartung dabei. Das wird jetzt im nächsten Monat, denke ich, kommen, dass wir dann mal einen Ölwechsel machen müssen, dass ich mal wieder neu abschmieren muss und mal gucken muss, was denn sonst noch irgendwie so anliegt. Da kommt auf jeden Fall dann noch mal ein bisschen was dazu. Der nächste Kostenpunkt oder Block besser gesagt, das sind dann so unsere Lebenshaltungskosten, die wir einfach so haben, die halt auch bei einer Reise anfallen, die halt auch zu Hause anfallen würden. Als erstes die Krankenversicherung. Wir müssen uns natürlich, weil wir nicht mehr in Deutschland gemeldet sind, auch krankenversichern. Wir haben uns mit dem Thema Auslandskrankenversicherung sehr lange auseinandergesetzt und wir haben eine Krankenversicherung, für die zahlen wir im Monat 102 Euro. Für uns beide zusammen. Die haben wir für 5 Jahre abgeschlossen und wir sind eigentlich happy mit den Leistungen, die wir da jetzt bekommen haben. Wenn euch das Thema Krankenversicherung interessiert, Auslandskrankenversicherung, dann schaut auch mal in unsere Videobeschreibung. Da haben wir einen Link auf unsere Internetseite und da erzählen wir euch nochmal ausführlich über dieses Thema, wie wir da rangegangen sind und bei welcher Krankenversicherung wir am Ende gelandet sind. Genau, und dann das Thema, ich fasse es mal zusammen, also Essen. Und da gehört halt das Einkaufen dazu. Das ist nicht nur Essen, das ist natürlich auch so Badartikel, Hygieneartikel, sowas in dieser Richtung. Das gehört natürlich auch damit rein. Da haben wir insgesamt 326 Euro bezahlt, jetzt dann in dem Monat. Und hinzu kommt dann noch, dass wir auch dann nochmal essen gegangen sind oder in einer Bar. Und das hat uns dann insgesamt 180 Euro gekostet. So, was man sagen kann, insgesamt zusammen sind das 506 Euro für Essen,
ja, einkaufen, also so Hygieneartikel und so weiter. Genau. So. Ja. Also alles, was man so rundum braucht, wenn man dann halt einkaufen geht und einkaufen. Ja. Genau. Ja, dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen was unternommen, wie zum Beispiel waren wir in der Brauerei, wir haben in Tschechien ein Schloss besichtigt, also so unter Eintritte würde ich das mal fassen. Da haben wir im November 38 € für bezahlt. Ja. Genau, also man kann jetzt halt sagen, dass es nicht so häufig war, wo wir jetzt Eintritte bezahlt haben. Grundsätzlich gucken wir erstmal, was kann man sich eigentlich angucken, ohne jetzt irgendwie Eintritte zu bezahlen. Was ist eigentlich so frei, deswegen, wir gehen halt auch häufig wandern und das ist halt oftmals kostenlos, so die Touren. Deshalb muss man ja nicht bezahlen, es sei denn, es ist irgendwie ein Nationalpark, wo man dann Eintritt bezahlen muss. Ja. Das hatten wir aber jetzt nicht gehabt, das wäre vielleicht bei den Plitwitzer Seen so gewesen, aber da konnten wir nun mal leider nicht hin oder wollten wir dann auch nicht, weil es dann da halt auch sehr, sehr stark geregnet hat. Genau. Zu den Kochen wollte ich noch mal kurz sagen, also zu den Lebenshaltungskosten, zum Essen. Es ist halt so, dass wir sehr viel selbst kochen. Das muss man halt wissen. Also wir gehen nicht so häufig essen, die 180 €. Das, ich weiß nicht, vielleicht sind es in dem Monat 4-mal essen gehen gewesen. Ne? Ja. Auf so einer Reise muss man auch mal Wäsche waschen. Haben wir im November noch nicht gemacht, aber steht jetzt an. Aber im November sind 0 € für Wäschewaschen angefallen. Ja, also wir haben da so einen riesen Wäschesack da bei uns genau. in der Dusche stehen und das wird wahrscheinlich dann jetzt kommen. Ja. Mal so ein riesen Waschtag wird wahrscheinlich jetzt mal kommen, aber war noch nicht im November dran. Genau. Dann haben wir noch das liebe Internet. Wir müssen ja auch arbeiten und Videos hochladen bei YouTube. Und wir haben im ersten Monat, als wir so in Tschechien waren, bis nach Kroatien, da konnten wir mit unserem alten Vertrag, sind wir da noch gut gefahren. Das ist so ein Datenvolumen über das Datenroaming, wo man dann letztendlich surfen kann, als wäre man in Deutschland, aber das ist halt immer begrenzt. Also wir haben so einen nicht limitierten Tarif in Deutschland. Wir können so viel Daten benutzen, wie wir wollen, aber das gilt halt nicht im Ausland. Das ist da muss man sich dann, also wenn ihr so einen Vertrag habt, dann nochmal gesondert informieren. Bei uns ist es halt so, dass wir 29 GB haben im europäischen Ausland, was wir dann nutzen können, und dann, wenn wir darüber kommen, müssen wir nochmal zusätzlich was zahlen. Und dann wird es auch nicht ganz so günstig. Ja. Aber das hatte jetzt für den November noch gereicht, für diese Länder. Jetzt, wo wir in Montenegro sind, greift dieser Vertrag halt nicht mehr. Und da mussten wir uns das erste Mal eine Datenkarte fürs Internet besorgen. Und da haben wir auch im letzten Video schon erzählt, da haben wir jetzt 10 € bezahlt für 15 Tage. Und das fällt dann auch noch in den Kostenpunkt Internet. Wir werden voraussichtlich unseren Vertrag, den wir jetzt noch haben in Deutschland, der ist zum Glück monatlich kündbar, den werden wir noch bis Griechenland voraussichtlich weiterführen. Werden wir mal sehen, je nachdem, was in Griechenland, was wir da für Angebote kriegen fürs Internet. Aber ich glaube, spätestens ab der Türkei und Georgien und sowieso dahinter greift der Vertrag nicht mehr und dann werden wir ihn halt kündigen und dann werden wir Internet dann nur noch über solche SIM-Karten dann beziehen. Ja. Irgendwann werden wir natürlich auch mal Visa haben oder irgendwelche anderen Grenzgebühren, die anfallen fürs Fahrzeug oder für was auch immer. Hatten wir jetzt natürlich, sind in Europa, hatten wir noch nicht gehabt, also 0 €. Im Moment noch. Ne? Im Moment noch, genau. Dem Thema werden wir uns auch dann erst annehmen, wenn das dann soweit ist, wenn wir so in Richtung Türkei unterwegs sind und dann planen, wie es dann weitergehen soll. Ob wir dann noch ein Carnet der Passage zum Beispiel brauchen, weil das ist auch ein hoher Kostenfaktor. Zumindest was es die Gebühren angeht, die man dann hinterlegen muss, also was man an Geld sozusagen hinterlegen muss. Und es kostet, glaube ich, auch nochmal zusätzlich was. Ja, wenn man das abschließt. Genau. Wenn man es abschließt. Ja, und der letzte Punkt, da geht es dann um unsere Finanzen, also wie geht das eigentlich mit dem Geld im Ausland bei uns. Wir haben uns ganz bewusst schon von Anfang an dazu entschieden, dass wir möglichst wenig Bargeld abheben wollen. Sprich, dass wir hauptsächlich mit Karte zahlen können. Dafür haben wir eine entsprechende Bankkarte oder 2 entsprechende Bankkarten, damit wir dann auch auf der sicheren Seite sind, falls die eine mal nicht funktioniert, dass wir dann über die andere zumindest irgendwie noch Geld abheben können, wenn wir Geld abheben müssen. Auf jeden Fall können wir aber da, wo man Kartenzahlung hat, dann auch kostenfrei zahlen. Und für den Fall, wo es dann nicht geht und wir dann doch nochmal Geld abheben müssen, können wir auch gebührenfrei. Weltweit kostenlos Bargeld abheben. Genau. Das war uns sehr wichtig an der Stelle. Ja. Weil da können schon mal horrende Gebühren entstehen. Ja.
Wenn euch das Thema interessiert, zu den Kreditkarten im Ausland, schaut auch unsere Videobeschreibung. Da haben wir auch einen Link auf unsere Internetseite. Der ist auch richtig ausführlich und da könnt ihr euch über das Thema informieren. Und da erzählen wir euch auch, bei welchen Banken wir unsere Karten abgeschlossen haben. Genau. In Summe sind wir im November auf 1.535 € gekommen. Wir hatten mal gerechnet damit, dass wir so mit 1.000 € im Monat hinkommen. Das war so unser Plan. Aber nicht für den ersten Monat, das war schon klar, weil halt Europa selbst auch sehr, sehr teuer ist oder wesentlich teurer ist. Ja. So. Gut, wir sind natürlich jetzt im Osten unterwegs. Da hatten wir schon auch damit gerechnet, dass es insgesamt günstiger wird, zumindest auch von den Lebenshaltungskosten her. Aber es ist jetzt noch nicht so extrem günstig. Also zum Beispiel was Lebensmittel einkaufen angeht, auch Essen gehen. Essen gehen ist schon ein bisschen günstiger als in Deutschland, aber noch nicht, dass man das so sehr merkt im Portemonnaie. Also wir glauben, dass wir dann so ab der Türkei das noch eher noch spüren werden, dass es einfach günstiger wird. Muss man mal gucken. Wir haben natürlich jetzt auch die Situation, dass wir europaweit in einer Inflation stecken und die Preise steigen überall und nicht nur in Deutschland, oder Westeuropa. Und auch in der Türkei habe ich schon gelesen, dass dort im Grunde genommen nennen sie es schon Hyperinflation, dass es dadurch jetzt auch schwierig werden könnte, günstiger zu leben. Aber insgesamt lässt es sich immer noch ganz gut leben mit dem Budget, was wir uns so veranschlagt haben. Das wird mal mehr sein, das wird mal weniger sein. Hängt davon ab, wie schnell wir reisen, wie viel wir fahren. Hat man mal eine Reparatur. Genau. Sowas wird natürlich irgendwie das Ganze verzerren, sage ich mal. Also Reparaturen haben wir jetzt nicht nicht von Anfang an in unser Budget von 1.000 € pro Monat veranschlagt. Ja. Das war uns klar, dass das immer extra kommt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt 1.535 € viel findet oder ob ihr das wenig findet oder habt ihr damit auch gerechnet. Würde mich einfach mal interessieren. Also ich finde das okay für eine Reise oder um im LKW zu leben. Der verbraucht natürlich jetzt mehr als ein Sprinter, ist ganz klar, oder ein kleiner T4 oder so. Ich finde es aber trotzdem, mit so einem großen Fahrzeug unterwegs zu sein, finde ich es völlig in Ordnung. Ja, also man könnte halt sagen, dass man diese Kosten halbieren könnte, wäre man jetzt letztendlich mit einem Van unterwegs. So salopp gesagt, um die 10 Liter werden die dann auch verbrauchen, wenn man dann halt entsprechend auch genauso wie wir in die Berge fährt. Ne? Also wenn man geradeaus irgendwo über die Autobahn fährt, ohne Frage, dann kann man wesentlich günstiger fahren. Aber sobald man dann Landstraßen fährt und auch, sage ich mal, Nebenstrecken fährt oder auch mal eben nicht, wo es geteert ist, sondern wo man halt langsamer fahren muss, dann verbraucht man halt einfach mit so einem Fahrzeug ganz schnell 10 Liter. Und das wäre dann letztendlich eine Ersparnis von, oder sagen wir mal, das wären so um die 350 € weniger, die man dann hätte im Monat. Wenn ihr dann öfters auf den Campingplatz müsst, habt ihr natürlich Campingplatzgebühren, die hatten wir jetzt nicht. Also die planen wir auch in Zukunft nicht so zu haben. Wir wollen halt weiterhin frei stehen. Und wenn ihr öfters zum Beispiel auch mal Wasser auftanken müsst, also das darf man auch nicht vergessen, wir haben halt 480 Liter an Bord und wenn wir halt auf einen Campingplatz halt mal gehen und sagen, wir möchten gern Wasser auftanken, dann ist es so, dass die dann sagen, okay, kostet 5 € und dann haben wir aber auch 480 Liter wieder an Bord. Genau, man zahlt halt diese 400 €, diese 5 € für, ob man nur 400 Liter Wasser tankt oder nur 40. Genau, ob ich nun 400 Liter ablasse oder halt nur 80 Liter ablasse. Ich zahle halt immer für diese eine Sache. Also meistens. Ne? Es gibt natürlich auch Campingplätze, wo man dann halt so Münzen auch einwerfen muss. Dann ist es natürlich wieder anders. Ne? Ja. Uns würde interessieren, was ihr so gedacht habt, was so bezüglich der Reise, bezüglich den Kosten so veranschlagt werden würde. Wir wissen ja, dass einige von euch auch so eine Reise planen oder auch schon mitten auf so einer Reise sind. Da würde uns mal sehr interessieren, was ihr so an Lebenshaltungskosten oder an Gesamtkosten im Monat so habt oder was ihr so letztendlich plant, falls ihr noch nicht unterwegs seid. Damit sind wir jetzt am Ende des Videos angelangt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch unseren Kanal, wenn ihr das nicht vielleicht schon getan habt. Schreibt uns auch in die Kommentare, ob euch diese Art des Videos gefallen hat oder ob ihr dann so ein Video nochmal gerne haben möchtet.
vielleicht nach 3 Monaten oder nach einem halben Jahr. Wir möchten uns auch ganz gerne bei allen Unterstützern bedanken, die uns bis hierhin unterstützt haben und es dann auch mit ermöglichen, diesen Kanal dann weiter zu betreiben. Natürlich auch an euch alle, die unsere Videos geguckt haben, bis hierher uns so lange begleitet haben, teilweise schon von Anfang an. Ihr seid auch diejenigen, die das alles halt möglich machen. Ne? Genau. Vielen Dank. Wir wünschen euch noch einen schönen 4. Advent und dann nächste Woche ganz tolle Weihnachten im Kreise eurer Lieben. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder und wir hoffen, ihr schaltet ein. Bis dahin.